Hier ist das Wiener Praterstadion. Ich begrüße Sie beim freundschaftlichen Länderspiel zwischen Österreich und der UdSSR. Es ist dies die 10. Begegnung der beiden Nationalteams. Jede Mannschaft gewann bisher 4-mal. Ein Spiel endete unentschieden. Die Österreicher heute etwas ungewohnt in den roten Dressen und in den weißen Hosen. Die Sowjetunion ganz in weiß. Es ist auch heute Abend sehr heiß hier in Wien. Etwa nur 10.000 Zuschauer im Stadion. Da wirkt wahrscheinlich die Enttäuschung des 0:2 in Budapest etwas nach. Die Sowjetunion hat Abstoß. Die Mannschaften: UdSSR mit Astapowski, Nummer 2 Konkov, Nummer 3 Matvejenko, Nummer 4 Fomenko, Nummer 5 Sviagintsev, Nummer 6 Sauch, Nummer 7 Minajew, Nummer 8 Onischenko, Nummer 9 Kolotov, Nummer 10 Veremejew und Nummer 11 Blochin, der Superstar in der UdSSR-Mannschaft. Freistoß für die Österreicher durch Strasser. Österreich mit Friedl Concilia im Tor, Nummer 2 Sara, Nummer 3 Obermeier, Nummer 4 Strasser, Nummer 5 Petzey, Nummer 6 Schwarz, Nummer 7 Czerny, Nummer 8 Weber, Nummer 9 Krankl, Nummer 10 Prohaska und Nummer 11 Rinker. Krankl, Petzey und wieder ein Eckball. Schuldig bin ich Ihnen noch den Schiedsrichter, das ist Francis Rion aus Belgien. Astapowski, einer der 3 Spieler im sowjetischen Team, der nicht von Dynamo Kiew kommt. Kolotov, Veremejew war das. Krankl, Czerny. Czerny feiert heute sein Debüt. Von Anfang an in Budapest kam er ja bereits nach der Pause zum Einsatz. Strasser. Rinker. Schwarz und Blochin gegen Petzey. Petzey gewinnt dieses erste Duell. Der Innsbrucker ist auf den Europäischen Fußballer des Jahres 1975 angesetzt. Österreich spielt überhaupt mit 2 sozusagen Vorstoppern, mit Petzey und Weber, die die beiden schnellen Sturmspitzen der UdSSR, nämlich Blochin und Onischenko, abdecken sollen. Minajew, Konkov, Blochin, Veremejew, Sauch. Onischenko hat diesen Fehlpass gemacht und Czerny. Veremejew, er feiert heute ein Comeback in der sowjetischen Nationalmannschaft. Er war gegen Ungarn im letzten Länderspiel der UdSSR nicht dabei. Sara. Prohaska. Weber. Prohaska. Czerny.
Beremejew. Sauch. Zwiagintsev, Beremejew. Beremejew ist der Spielgestalter in der sowjetischen Mannschaft. Beremejew, Sauch. Wieder Beremejew. Minajew. Und Obermeier hat hier den Angriff der Sowjets gestoppt. Sarah. Prohaska, Sarah, der Kapitän in der österreichischen Mannschaft. Strasser, Krankel und Fomenko. Für die sowjetische Mannschaft ist dies das letzte Länderspiel vor den Olympischen Spielen in Montreal. Deshalb werden sich auch einige Spieler ganz besonders anstrengen, denn für sie geht es sozusagen noch um die Olympia-Qualifikation in dieser Begegnung. Sauch. Fomenko. Blochin. Matweenko. Nischenko. Und 1:0 für die Sowjetunion. Minajew. Minajew 1:0 für die Sowjetunion in der 6. Minute. Da waren einige schwere Fehler in der Abwehr dabei. Onischenko ist da an den Ball gekommen und hier Minajew 1:0 für die UdSSR. Das Länderspiel kam auf Wunsch von Bundestrainer Helmut Senikovic zustande. Er wollte seine Mannschaft noch einmal prüfen. Für ihn geht es ja jetzt darum, die richtige Formation für die WM-Ausscheidungsspiele zu finden. Rinka. Auffallend schon in den ersten Minuten, wie beweglich die Sowjets spielen. Immer wieder kommt nahezu die gesamte Mannschaft vor das eigene Tor. Beremejew. Blochin. Beremejew. Für die beiden Trainer von der sowjetischen Nationalmannschaft, nämlich Valeri Lobanovsky und Oleg Wassiljewitsch, ist die olympische Konkurrenz sozusagen die letzte Möglichkeit, das Experiment mit Dynamo Moskau als Nationalmannschaft zu retten. Blochin, Minajew. Ja, ich wollte sagen, dieses Experiment zu retten, weil nach guten Erfolgen in der ersten Saison gab es jetzt in diesem Jahr doch einige Schwierigkeiten. Die Mannschaft ist aus der Europameisterschaft ausgeschieden. Sie hat auch im Europacup für Nationalteams nicht zu überzeugen vermocht.
und ist auch im sowjetischen Cup ausgeschieden, in der sowjetischen Meisterschaft gar nur an 6. Stelle. Dynamo Kiew ist natürlich diese Mannschaft, mit der das Experiment gemacht wurde. Und heute stellt Dynamo Kiew, der Supercup-Sieger des Jahres 1975, auch den Großteil der Spieler, nämlich 8, nur 3 von anderen Mannschaften, einer von Dynamo Moskau, 2 von ZSKA Moskau, dem Armeeklub. Onischenko. Jeremejew. Krankel. Petzey. Strasser. Schwarz. Krankel. Die Passes der Österreicher kommen zu ungenau gegen diese dichte Abwehr von Dynamo Kiew, wollte ich jetzt sagen, natürlich der UdSSR-Nationalmannschaft. Minaev. Onischenko, das wäre das 0:2 gewesen, völlig freistehend im 5-Meter-Raum zum Kopfball gekommen. Hier haben wir die Szene noch einmal. Zeigt ganz deutlich, wie schnell die Sowjets auf den Angriff überschalten können, und das war Onischenkos Kopfball. Jeremejew. Blochin. Ein ganz typischer Pass, denn Jeremejew und Blochin verstehen einander sozusagen blind, und Onischenko wollte den Ball noch liegen lassen, aber das ist nicht ganz gelungen. Prohaska. Krankel, Strasser. Konkov. Minaev. Konkov. Kolotov. Blochin. Kolotov. Siagince. Diese Szenen zeigen, wie geschickt die Sowjets immer wieder den Rhythmus wechseln. Minaev,
Minaev. Kurz attackieren tun ein bisschen mehr. Und für den Ball haben wir es ja hingehen. UdSSR spielt kein Vorchecking, sie zieht sich immer wieder in die eigene Hälfte zurück, wartet dort ein wenig und dann kommen die schnellen Konterstöße, die schnellen Angriffe aus der Abwehr heraus. Onischenko. Blochin. Aber das war schon Torout. Zara. Matvenko. Veremeje. Rinka. Czerny. Zara. Und Astapowski. Onischenko. Werner Schwarz. Der Österreicher mangelt es noch bisher völlig an Zusammenhalt. In der ersten Viertelstunde noch nicht eine gelungene Aktion der Österreicher. Veremeje glänzend, wie er diese Situation gelöst hat, aber jetzt Kranke. Strasser. Minaev. Blochin. Sau. Kolotov. Veremejev. Blochin. Oleg Blochin hat jetzt schon in einigen Aktionen geglänzt. Europas Fußballer des Jahres 1975. Vielleicht erinnern Sie sich noch an sein Tor gegen Bayern im Finale des Supercups. Bruno! Bruno! Jetzt zusammen! Rinka anscheinend ist ihm Kolotov auf die Ferse gestiegen.
Strasser. Krankl. Robert Zara. Weber. Winker. Strasser. Schwarz. Bei den Österreichern sollen sichtlich die beiden Außenverteidiger, die ja keine direkten Gegenspieler haben, nämlich Zara und Strasser, das Spiel machen. Petzai, ein technischer Fehler, der ihm eigentlich selten passiert. Vielleicht zeigt das die Müdigkeit, die in der Mannschaft steckt, aber das gilt für Trainer Senekovic keinesfalls als Entschuldigung für eine schwache Leistung, denn gerade die Europameisterschaftsspiele in der vergangenen Woche haben gezeigt, dass Mannschaften auch gegen Ende der Saison nichts Großes zu leisten imstande sind. Prohaska. Sauk. Fomenko. Krankl. Czerny. Immer Czerny. Strasser. Obermeier. Prohaska, Schwarz. Jeremie nach diesem Fehlpass von Prohaska. Österreich stellt eine sehr junge Mannschaft, Durchschnittsalter 24 Jahre. Und Trainer Selekovic glaubt, dass er mit diesem Team vielleicht die Mannschaft der Zukunft gefunden hat, was man bis jetzt gesehen hat. Glaube ich das nicht. Blochin. Blochin. Concilia.
Robert Sara. Blochin gegen Petzai. Oleg Blochin, der von Petzai bisher nicht gehalten werden kann, der mit seinen Sprints die Abwehr immer wieder aufreißt. Sara. Weber. Blochin. Fomenko. Was? Fomenko hat bei dieser Attacke von Rinka den Schuh verloren. Minayev. Obermeier. Schwarz. Braska. Schwarz. Sara. Strasser ist angeschlagen und wird an der Linie verarztet. Robert Sara. (0:1), also im Moment im Wiener Stadion. Den einzigen Treffer erzielte bisher Minayev in der 6. Minute. Henny, los hier! Mischenko. Minayev. Czerny. Braska. Und Schwarz hat den Ball verfehlt und Tor 1:1. Rinka. 1:1 durch Rinka. In der 28. Minute. Eine etwas verworrene Situation, weil Schwarz zuerst den Ball verfehlt hatte, aber ihn noch weiterleitete zu Rinka, der mit dem Kopf das 1:1 erzielte. Hier sehen wir den Treffer noch einmal in Zeitlupe. Ball prallt von dem Verteidiger wieder zu Schwarz, der weiter zu Rinka und 1:1 in der 80. Minute zwischen Österreich und der UdSSR. Mischenko. Es war die wirkliche Chance der Österreicher
die gleich den Ausgleich machen. Obermeier. Hens von Petzey, auch wenn er hier Stoßen von Blochin reklamiert. Blochin dürfte aber bei dieser Aktion von Petzey auch angeschlagen worden sein. Schaut nach einem Cut im Gesicht aus. Blochin wird hier also jetzt verarztet. 31 Minuten hier im Wiener Stadion gespielt. Ein Cut oberhalb des rechten Auges von Oleg Blochin und auch ein wenig Nasenbluten nach diesem Zusammenstoß mit Petzey. Konkov. Vielleicht gibt dieses Tor den Österreichern jetzt doch einen Auftrieb. Strasser, Schwarz, Sarah. Sarah, Prohaska, und Freistoß für Österreich nach diesem Foul an Schwarz. Prohaska, Gankl. Hans Gankl, einer seiner gefürchteten Kopfbälle. Jeremejew. Strasser. Schwarz. Konkov. Weber. Schwarz. Rinker. Blochin.
Minajew. Kolotov. Und Kozilia. Strasser. Prohaska. Jeremejew. Konkov. Minajew. 2:1 für die UdSSR. Minajew kann Petzai im Strafraum aussteigen lassen und zum 2:1 eingeschossen. Ganz einfach sah dieser Treffer aus, weil Minajew völlig ungedeckt war. Wir sehen es hier noch einmal in der Wiederholung. Hier noch einmal dieses Tor. Minajew völlig ungedeckt, lässt Petzai im Strafraum ganz einfach aussteigen und schießt zum 2:1 ein. Ein Tor, das gezeigt hat, wie offen die Abwehr der Österreicher in vielen Momenten dieser Begegnung ist. 35 Minuten also gespielt und die UdSSR führt 2:1. Krankel, Brinker, Czerny. Es versuchten einmal die 3 Sturmspitzen zu einer Kombination zu kommen, aber es fehlt wahrscheinlich der richtige Zusammenhang. Obermeier. Weber. Krankel. Strasser. Sau. Strasser. Rinker. Krankel. Petzai. Und Astapowski. Hier noch einmal diese Szene. Und Astapowski dreht den Ball über die Latte. Der Corner ist inzwischen abgeschossen worden. Ist nichts passiert. Blochin. Krankel. Prohaska. Sarah. Sau. Obermeier.
Prohaska. Obermeier. Sara, Blochin. Jetzt Minayev, wieder nur der Petzer gegen sich. Onischenko und Friedel Concilia. Österreichische Abwehr ist immer wieder offen. Rinker. Robert Sara. Czerny. Gegen so einen Gegner treten ihm technische Mängel viel deutlicher zutage als bei anderen Gelegenheiten. 5 Minuten in der ersten Hälfte noch 2:1 für die UdSSR. Meremejew, ein Regisseur, wie ihn die österreichische Mannschaft heute sicherlich nicht besitzt. Blochin. Rinker. Onischenko. Konkov war das. Prohaska. Sara. Strasser. Die Österreicher geben den Sowjets zu viel Gelegenheit, sich wieder vor dem eigenen Strafraum zu formieren. Minayev. Rinker. Strasser. Robert Sara. Prohaska. Minayev. Meremejew. Concilia. Strasser. Rinker. Schwarz. Robert Sara. Prohaska. Meremejew. Onischenko. Und Weber hat ihn gestoppt.
Nach 10 Sekunden Start der zweiten Maschine. Die UdSSR 10, bisher 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Umstieg 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Österreich hat jetzt Abstoß. Es hat einen Austausch bei der UdSSR gegeben, und zwar Reschko mit der Nummer 12 statt Zwerginzew, und bei Österreich kam Demantke ebenfalls mit der Nummer 12 für den verletzten Strasser. Weber da haben wir Reschko im Bild. Nummer 12, Reschko. Demantke, Blochi, Petzey, Petzey ist sonst eine der Stützen in der österreichischen Abwehr, hat tatsächlich nicht den besten Tag, und Blochi hier Hannes Demantke von Admira Wacker, zuletzt eher rechter Verteidiger und Libero, jetzt als linker Verteidiger für seinen Vereinskameraden Strasser eingesprungen. Veremejew, Blochin, Rinker, abseits von Blochin, Sarah, aber auch er kommt seiner Aufgabe, das Spiel ein wenig zu gestalten, nicht nach. Bei diesem Zusammenstoß mit Kolotow dürfte er allerdings etwas abbekommen haben. Rechte Knöchel, Blochin, Blochin. Da hat nicht viel gefehlt bei diesem Schuss von Blochin. Robert Sarah am Spielfeldrand, er dürfte sich schwerer verletzt haben. Hier noch einmal diese Aktion von Blochin. Sarah, wir haben es nicht im Bild, versucht jetzt wieder aufzutreten. Da haben wir ihn
Sarah ist wieder da, Österreich also wieder komplett. Blochin. Konkov. Kranke. Demantke. Prohaska. Fomenko. Reschko. Sarah wieder an der Auflinie. Schwarz, Prohaska. Kucherny. Da war eine kleine Rentelei sicherlich dabei. Aber Schiedsrichter hier unter dieses Spiel ist ohne jegliche Schwierigkeiten läuft. Entscheidet und weiter. Sarah. Schwarz. Demantke. Kranke. Demantke. Und Kolotov. Blochin. Pizzei und Obermeier. Kommt vorbei. Und dann aber Obermeier. Kante. Haska. Obermeier. Sarah. Rinker. Für Bundestrainer Helmut Senekovic ist dies das dritte Spiel. Er begann seine Laufbahn als Bundestrainer sozusagen mit einem 1:0 gegen Schweden. Dann gab es das 0:2 in Budapest gegen Ungarn. Matvienko, Minajew, der zweifache Torschütze, Konkov, Blochin, Saub, Prohaska, Astapowski hat den berühmten Torhüter Rudakov verdrängt. Rudakov enttäuschte beim 2:2 in der Europameisterschaft gegen die CSSR. Er bekam 2 haltbare Treffer und scheint seither nicht mehr in der Nationalmannschaft auf. Jeremejew.
Jajew, Obermeier, Jeremejew, Weber, Hitzey, Rinker, Sarah, Jeremejew, Jeremejew, Sarah vor Schicko. Konkov, Lochin, Jan Schwarz, Demantke, wieder Schwarz. Jeremejew. Die sowjetische Mannschaft hat diese zweite Hälfte sehr langsam begonnen. Jetzt legen die Sowjets sichtlich wieder etwas an Tempo zu. Sarah. Jana Schwarz. Und Kolotov war hier etwas schneller. Bei den Österreichern wärmt sich Helmut Kögelberger auf. Helmut Kögelberger, der zum letzten Mal beim 0:2 gegen Deutschland im Team gespielt hat. Robert Sarah. Für Kögelberger bedeutet dieser Einsatz das 25. Länderspiel und damit ein Jubiläum. Vielleicht kann er jetzt doch ein bisschen mehr Schwung in den österreichischen Angriff bringen. Vielleicht kann er seine Schnelligkeit hier ausnutzen. Lochin. In dieser Nationalmannschaft fehlt ja der Schützenkönig der Bundesliga, Hans Pirkner. Er wurde nach seiner Kontroverse in Budapest für 2 Länderspiele vom ÖFB gesperrt. Weber. Robert Sarah. Demantke. Rinker. Prohaska. Weiterhin sollen die Außenverteidiger in der österreichischen Mannschaft das Spiel tragen, weil sie ja keine direkten Gegenspieler haben. Aber es gelingt einfach nicht, dieses dichte Netz der sowjetischen Verteidigung zu durchstoßen. Sarah. Hitzey. Prohaska. Sehr, sehr viele Abspielfehler heute bei dem Austrianer.
Spielzüge. Kranke. Dass die sowjetische Mannschaft in hervorragender körperlicher Verfassung ist, zeigen die Spieler immer wieder bei den langen Sprints. Eine Viertelstunde jetzt in der zweiten Hälfte gespielt. 2:1 für die Sowjetunion. Beide Tore für die UdSSR. Minayev erzielt. Demantke. Beide Tore für die Sowjetunion hat also Minayev erzielt. Hier haben wir noch einmal die Aktion von Demantke. Das Tor für die Österreicher schoss Rinker. Und jetzt kommt Kögelberger für Czerny. Kögelberger trägt die Nummer 14. Prohaska. Konkov. Teremeyev. Kolotov. Prohaska. Sara. Schwarz. Lochin. Demantke. Und diesen Ball hat der Linienrichter bereits out gegeben. Die UdSSR rechnet sich ja mit dieser Mannschaft beim Olympischen Turnier große Chancen aus. Jeremejew. Sara. Onischenko. Lochin. Sara. Prohaska. Kolotov. Sara.
sehr viel am Ball. Sauch. Minajew. Matvijenko. Blochin. Und Kögelberger erstmals am Ball. Weber setzt sich gegen Omichenko immer besser durch. Er ist im Moment vielleicht der verlässlichste Spieler in der österreichischen Abwehr. Kögelberger. Sarah. Prohaska. Minajew, Jeremejew und Blochin. Petzai, einen Sekundenbruchteil früher am Ball und hat diese Situation noch bereinigt. Concilia. Prohaska, Kögelberger, Rinker, Prohaska, Prohaska, der von einer chronischen Verkühlung geplagt wird, macht im Moment einen doch schon sehr müden Eindruck. Minajew. Sarah. Und bei den Österreichern wärmt wieder ein Spieler auf, und zwar Karl Dachsbacher vom Meister Austria WRC. Demantke, Kögelberger, Demantke, Fomenko. Schiedsrichter Rion hat außerdem hohes Bein von Demantke gegeben. Weber, Kögelberger. (2:1) für die Sowjetunion noch immer, und man hat das Gefühl, dass die UdSSR sicherlich noch einiges zulegen könnte, wenn es erforderlich wäre. Kögelberger! Fomenko hat hier noch kurz zum Kartner gerettet. Krankl und Jeremejew. Kögelberger. Prohaska.
Rinker, Kranke. Aber es bietet sich niemand an, um diese Bälle anzunehmen. Minajew. Blochin. Und jetzt musste er sich mit einem Foul helfen. 25 Minuten gespielt. 2:1 für die UdSSR gegen Österreich im Wiener Praterstadion. Blochin. Abseits. Prohaska, Kranke. Konkov. Beide Mannschaften bemühen sich im Moment nicht sehr intensiv. Veremejew, ganz alleine, völlig ungedeckt jetzt. Und das hat nach einem Foul ausgeschaut. Aber Schiedsrichter Rion entscheidet auf Freistoß an der Strafraumgrenze. Hier ist das Foul. Eine richtige Entscheidung. Das Foul ist noch außerhalb des Strafraums, daher kein Elfmeter. Wieder einmal eine Spielerei im Mittelfeld also, und Veremejew hat gezeigt, dass auch er sprinten kann. Begangen hat dieses Foul Petzai ganz knapp an der Strafraumgrenze. Onischenko. Robert Zara, Prohaska, Kögelberger, Onischenko, Obermeier gegen Blochin und Freistoß für die Österreicher. Kranke. Großer Arbeitsaufwand von Kranke, aber es kommt wenig heraus, und jetzt tauschen die Österreicher. Daxbacher. Kommt, Kranke ist angeschlagen, aber für wen wird Daxbacher jetzt aufs Feld kommen? Die Sowjetunion bringt ebenfalls einen neuen Spieler, und zwar die Nummer 14, Nazarenko. Nazarenko ist eines der größten Talente im sowjetischen Fußball. Er kommt für Kolotov. Kranke wird behandelt, Petzai wird behandelt und Daxbacher steht noch immer an der Outlinie.
Werner Schwarz verlässt den Platz und Dachsbacher kommt. Die Österreicher haben jetzt also schon alle Spieler, die sie zur Verfügung hatten, eingesetzt. Den Horvath musste aus dem Trainingslager ausscheiden, weil er eine Muskelverletzung erlitten hatte. Sara und Nazarenko, der neue Mann im UdSSR-Team. Nazarenko hat beim 1:1 in Budapest zwischen Ungarn und der UdSSR den Ausgleich erzielt. Er gilt als eines der größten Versprechen im sowjetischen Fußball. Er ist übrigens einer der wenigen Spieler, die nicht bei Dynamo Kiew spielen, sondern bei ZSKA Moskau. Konkov. Jeremejew. Sauch. Jeremejew. Sauch. Mittelfeld und Angriff. Der UdSSR sprintet immer wieder in die Spitze vor. Deshalb scheinen die Spieler der Sowjetunion immer eine numerische Überlegenheit zu erzeugen. Nazarenko. Prohaska. Prohaska. Weber. Demantke. Minajew. Und Obermeier. Sara. Minajew gegen Weber. Und Freistoß für die UdSSR. Jeremejew. Nazarenko. Jeremejew. Die Sowjetunion zeigt jedenfalls, dass sie in diesem Spiel jederzeit die Lage dominiert. Die UdSSR bestimmt das Tempo, sie wechselt den Rhythmus und lässt die Österreicher nie zur Entfaltung kommen.
10 Minuten noch hier im Wiener Praterstadion. 2:1 für die Sowjetunion. Österreich eine enttäuschende Leistung. Foul an Rinker war das jetzt. Österreich also sicherlich eine enttäuschende Leistung, vor allem im Mittelfeld, von dem sich Bundestrainer Helmut Senekovic so viel erwartet hatte, aber auch die Abwehr unsicher und die Sturmspitzen haben eigentlich nie eine Chance gehabt, dem Spiel eine Wende zu geben. Die Österreicher haben, sieht man Kurzbilanz, überhaupt nur eine wirkliche Chance gehabt und die hat Rinker auch tatsächlich zum Ausgleich verwertet. Kögelberger, Rinker, Astapowski, die sowjetische Mannschaft hat nach der Pause im Tempo sehr nachgelassen. Auch sie erspielte kaum noch große Chancen. In der ersten Hälfte hatten die Spieler der UdSSR allerdings eine ganze Reihe von guten Möglichkeiten. Für Bundestrainer Helmut Senekovic ist dieses dritte Spiel sicherlich auch eine Enttäuschung. Er sah in dieser Mannschaft ein Team der Zukunft. Das aber scheint diese Mannschaft nach der heutigen Vorstellung nicht zu sein. Konkov, Minayev, Beremeyev, Konkov, Kögelberger. Pass war für Krankl gedacht, aber Fomenko spritzte dazwischen. Blochin. Demantke, Kögelberger, Demantke, Konkov, Beremeyev, Zilia, Österreich spielte ja auch diesmal ohne Legionäre und Bundestrainer Helmut Senekovic möchte es auch im ersten Länderspiel des Herbstes gegen die Schweiz noch ohne einen Auslandsösterreicher versuchen. Sollte es auch dann nicht klappen, aber könnte unter Umständen Jara gegen Ungarn dann mit von der Partie sein. Astapowski,
Nazarenko. Daxbacher. Rinker. Prohaska. Daxbacher. Fünf Minuten noch im freundschaftlichen Länderspiel zwischen Österreich und der Sowjetunion. Mit diesem Erfolg wird die Sowjetunion auch in der Bilanz der Länderspiele voranliegen. Bisher beide Mannschaften je 4 Siege und ein Unentschieden, gab es 1:0. Blochin. Blochin. Immer Blochin. Und Prohaska. Rinker. Sarah. Die Hitze mag einiges zu dem großen Kräfteverschleiß bei beiden Mannschaften beigetragen haben. Nach der Pause wurde das Tempo noch erheblich reduziert, aber sehr schnell war dieses Spiel ja von Anfang an nicht. Bundestrainer Helmut Senekovic wird also nach diesem Spiel gegen die UdSSR sicherlich noch weiter suchen müssen, um eine Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsrunde zu finden, obwohl er noch vor diesem Spiel glaubte, hier doch einen Kern für die Zukunft gefunden zu haben. Minaev. Konkov, Beremejew, schablonenhaft und ohne Ideen, wie der russische Fußball, der sowjetische Fußball früher immer bezeichnet wurde, ist er jedenfalls sicher nicht mehr. Das haben auch diese 90 Minuten hier im Wiener Stadion gezeigt. Kögelberger. Ein Beremejew, ein Blochin, ein Onischenko stecken jedenfalls immer voller Ideen. Da geht nichts mehr nach Schablone, nur nach eindringlichen Spielzügen. Freistoß jetzt für die Österreicher. Wahrscheinlich eine der letzten Möglichkeiten, doch noch ein Unentschieden herauszuholen. Kranke. Zweimal in die Mauer. Petzai. Nazarenko. Noch einmal Onischenko und Concilia. Demantke, Kögelberger. Das war der Schlusspfiff
UdSSR schlägt Österreich im Wiener Praterstadion mit 2:1. Beide Tore für die Sowjetunion. Minajew für die Österreicher war Rinka erfolgreich. Das Ergebnis stand auch schon zur Pause fest.